Ein paar Tage später fuhr ein LKW vor unser Haus und lud mit einem Kran unsere Seekisten ab. Ein Stück Heimat. Aber es war ein seltsames Gefühl, als ich begann auszupacken und Franks kleinen alten Teddybär in der Hand hielt, denn als ich ihn eingepackt hatte, hatte es draußen geschneit. Leider hatte ich nichts mitgenommen, was mit den Inneneinrichtungen der anderen Frauen konkurrieren konnte. Stereoanlage, unzählige Bücher und Hausrat. Aber als ich kurz darauf Toni, einen Schreiner, kennenlernte, zimmerte der mir Bücherregale aus hellem, dicken Holz und passte sie auch maßgeschneidert an. Für Leo baute er in die Verandatür eine Katzenklappe. Außerdem bekam ich von ihm noch einen schweren Couchtisch, der aus verschiedenen Holzarten gearbeitet war. Ein Stück, um das mich später sämtliche Campbewohner beneideten. Das Wohnzimmer war mit einem Mal sehr gemütlich und ich begann mich immer wohler zu fühlen. Als pakistanische Arbeiter draußen im Camp Gräben zogen und Oleander und Mimosen pflanzten, organisierte Frank auch für unseren Garten etwas Grün. Es dauerte nicht lange und rund um das Haus wuchsen Bananenpflanzen, Palmen und dann schnell wachsendes Efeu. Und dann kam ich zum ersten Mal aus dem Camp heraus. Wir fuhren nach Al-Khobar, um einzukaufen. Al-Khobar war die nächste größere Stadt. Bevor 1930 das Öl entdeckt wurde, ernährten sich die Menschen hier vom Fischfang und Perlentauchen. Als ich im Rock und einer kurzärmeligen Bluse das Haus verlassen wollte, winkte Frank ab. Ich zog also einen langen Rock an, band mir ein großes Tuch um die Schultern, das meine Arme bedeckte, und nachdem ich das kleine goldene Kreuz, das ich an einem Lederbändchen um den Hals trug, abgelegt hatte, konnten wir endlich losfahren. Frank fuhr einen Datsun Kombi, an dem mir am besten das arabische Nummernschild gefiel. Leider ohne Klimaanlage. Auf dem Weg zur Stadt erzählte mir Frank etwas über das Hafenprojekt und dass die Kaimauer mindestens 4 Kilometer lang und 20 Meter hoch sein würde und dass das ganze Projekt mit 2 Milliarden D-Mark veranschlagt war. Als ich den Fotoapparat auspackte, sagte Frank, den kannst du gleich wieder einpacken. Du weißt doch, wir sind hier in der Nähe vom Hafen, in einem Sperrgebiet und umgeben von großen amerikanischen Ölfirmen. Da ist es verboten, Fotos zu machen. Verboten, verboten, verboten. Es war ja das erste Mal, dass ich die Gegend bei Tageslicht sah. Auf den staubigen Straßen herrschte reger Verkehr und die Einheimischen fuhren gerade so, wie sie wollten. So wie es aussah, musste ich mich auch von der deutschen Straßenverkehrsordnung verabschieden. Stromkabel hingen beängstigend tief. Wir fuhren an Bretterboden, die nur notdürftig zusammengezimmert waren, vorbei. Manche hatten ein Wellblechdach, aber auf allen prangte eine riesige Antenne. In einige der Hütten konnte ich beim Vorbeifahren hineinschauen und war überrascht, dass sie mit edlen Teppichen ausgelegt waren. Beduinen, sagte Frank, die versuchen hier sesshaft zu werden. Als wir in einer kleinen Seitenstraße parkten, sah ich zum ersten Mal gegenüber einen arabischen Markt, den Suk. Dicht gedrängt schoben sich die unterschiedlichsten Männer in ihren langen, weißen Kaftanen an den Geschäften und Ständen vorbei. Nur Männer. Viele hielten sich wie Paare an den Händen. Frank fasste mich am Arm und sagte, halte dich ganz nah bei mir. Ich konnte keine einzige Frau erblicken. Während wir uns durch die Menge schoben, spürte ich hin und wieder Hände an meinem Körper. Aber sobald ich mich schnell umdrehte, schaute ich in schwarze, ausdruckslose Augen. Ein Laden reihte sich an den anderen. Ich konnte mich gar nicht satt sehen. Es roch nach gezuckerten Datteln, Zimt und Kardamom. Der Duft der unzähligen Gewürze vermischte sich mit dem staubigen Geruch der Straße und löste ein Glücksgefühl in mir aus. Ich habe diesen Geruch nie wieder vergessen. Schließlich betraten wir einen kleinen Laden, in dem verschiedene bunte Kleider an Stangen aufgereiht hingen. Aber als ich den Verkäufer nach dem Preis fragte, antwortete er mir nicht, sondern sah durch mich hindurch. Erst als Frank ihn ansprach, gab er bereitwillig Auskunft, und bald darauf war ich im Besitz eines langen azurblauen Kaftans, der mit großen weißen Hibiskusblüten besetzt war. Frank erstand nach einigem Feilschen noch ein lindgrünes Gewand, das am Hals und Ärmeln und am Saum mit goldfarbener Spitze besetzt war. »Du bist für die eine unreine Frau«, erklärte mir, als wir wieder im Auto saßen und ich ihn fragte, warum der Händler mich ignoriert hatte. »Du musst dich jetzt daran gewöhnen.« Und ich war bereit, absolut bereit, mich an die Sitten und Gebräuche eines anderen Landes zu gewöhnen. Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Also fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen.
Dankeschön. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.